Mein Vortrag hat den Titel Mit Ultrazoom ins Universum. Und was ich genau damit meine, und das wird dann während dem Vortrag noch klar werden. Aber erstmal will ich so mit dem grundlegendsten optischen Instrument anfangen, was wir Menschen haben, um mal in den Weltraum zu gucken. Und das sind unsere Augen. Die Frage, die ich mir jetzt stellen will, ist, mit wie viel Detail kann man eigentlich das Universum beobachten, wenn man jetzt einfach mal nur unsere Augen nimmt? Das hängt im Wesentlichen von zwei Sachen ab. Erstmal, bei welcher Wellenlänge guckt man eigentlich? Ja, für uns mit unseren Augen sind das optische Wellenlängen, so etwa im Bereich von hunderten Nanometern. Ah, okay. Sorry, I thought that was for me. Ja, das hängt im Wesentlichen von dieser Wellenlänge ab und generell je kürzer diese Wellenlänge ist von dem Licht, desto genauer können wir gucken. Dazu hängt es auch noch ab von der Größe von unserem optischen Instrument und unsere Augen sind ja relativ klein. Ja, das ist nur wenige Millimeter groß, unsere Pupille. Und eine Auflösung, sagen wir das, die wir damit hinkriegen, also die kleinsten Details, die wir beobachten können am Himmel, entspricht etwa so einer Bogenminute. Ja, eine Bogenminute ist genauso definiert, wie man das von der Zeit kennt. Das ist einfach das 60. von einem Grad. Was können wir so damit am Himmel schon beobachten? Den Mond zum Beispiel. Also der Mond hat am Himmel so eine Ausdehnung von einem halben Grad etwa, oder wie wir jetzt gerade gelernt haben, in Bogenminuten wären das etwa 30 so im Schnitt. Das heißt, auf dem Mond können wir, da unsere Auflösung mit den Augen kleiner ist als die Ausdehnung vom Mond, schon den Mond ganz gut angucken. Aber sonst am Himmel sehen wir vor allem sehr viele Sterne, sehr viele kleine Punktquellen. Da können wir eigentlich noch nicht so richtig erkennen, was das eigentlich ist, wie das aussieht. Und da will man natürlich ein bisschen näher rankommen. Das haben die Menschen dann später auch gemacht. Das fing dann erst so im 17. Jahrhundert an. Im Anfang des 17. Jahrhunderts hat man angefangen, die ersten Teleskope zu bauen. Hier sieht man zum Beispiel ein Kepler-Teleskop. Ich kann jetzt leider nicht wirklich auf den Bildschirm leuchten. Oh doch, jetzt funktioniert es mal kurz, aber auch nicht so gut. Also man sieht hier links so ein Kepler-Teleskop, das ist im Wesentlichen ein Linsenteleskop, das sieht man in der rechten Abbildung. Also das Licht kommt von weit weg, von einem Objekt, das wir beobachten, wird dann durch die Objektivlinse fokussiert in ein Zwischenbild und wird dann in das Okular über das Okular ins Auge abgebildet. Und dadurch bekommt man eine Vergrößerung vom Bild und man kann die Sachen detaillierter und größer beobachten. Man hat sich auch noch andere Teleskopdesigns überlegt. Hier zum Beispiel so ein Newton-Teleskop. Das sind auch die meisten handelsüblichen Teleskope, die man heute so kriegt, weil die auch im Verhältnis zu Linsenteleskopen relativ einfach und günstig herzustellen sind. Da werden halt statt Linsen Spiegel benutzt und hier sieht man in der linken Abbildung, wie der Strahlengang so aussieht. Und auch da bekommt man halt eine Vergrößerung hin. Wie viel ist das etwa? Das kann man einfach ausrechnen, indem man sich so die Wellenlänge von dem Licht, das man beobachtet, anguckt. Das sind hier so, nehmen wir mal grünes Licht an, so in der Mitte vom optischen Spektrum. Das sind so 500 Nanometer. Und wenn man mal eine Linsen- bzw. Spiegelgröße von 5 Zentimetern an, dann kommen wir auf eine Auflösung von etwa 2,5 Bogensekunden. Bogensekunden sind jetzt auch wieder ähnlich definiert wie die Bogenminute. Das ist einfach nochmal ein 60. davon, also ein 3600 von einem Grad. Das heißt, wir können jetzt schon so bis etwa 30 Mal besser gucken, als wir es mit dem Auge können. Und dazu fangen wir auch noch viel mehr Licht auf, als man es normalerweise mit dem Auge tut. Und mit solchen Teleskopen haben die ersten Astronomen dann auch schon Planeten entdeckt, zum Beispiel Uranus oder auch Monde vom Jupiter zum Beispiel. Jetzt will man natürlich immer größere Teleskope bauen. Ja? Das hat sich auch Captain Jack Sparrow gedacht, der auch mal das größte Fernrohr haben musste. Das hat man aber auch tatsächlich in der Realität gemacht. Also zum Beispiel mit Wilhelm Herschel. Der hat hier nur ein 40-Fuß-Teleskop gebaut, das ist die Länge von dem Teleskop. Das hatte dann schon so einen Spiegeldurchmesser von 1,20 Meter. Da war man schon deutlich größer. Theoretisch bekommt man dann eine Auflösung hin, die etwa 0,1 Bogensekunden ist. Das ist dann nochmal theoretisch 25 Mal besser, als wir es mit den kleinen Teleskopen können, einfach nur, weil unser Spiegel so viel größer ist. Das ist aber leider auch nur die theoretische Grenze dafür. Und nämlich leider macht uns die Atmosphäre dann einen Strich durch die Rechnung. Also auch Hobbyastronomen werden das kennen, das nennt man in der optischen Astronomie Seeing, wie gut man tatsächlich gucken kann, trotz des Einflusses der Atmosphäre. Da kommt man dann leider nur so etwa eine Bogensekunde. Das mit der Atmosphäre liegt einfach daran, weil wir da sich bewegende Luftschichten haben. Da ist die Atmosphäre da, wo wir gucken, die ist die Luft unterschiedlich dicht. Dadurch wird das Licht unterschiedlich gebrochen.
und dadurch wird er so gestreut und unser Bild wird leider verwaschen. Also das ist so leider unser Limit hier, so von einer Bogensekunde. Das war zumindest lange Zeit so. Man hat dann auch doch trotzdem auch immer größere Teleskope gebaut, man hatte bessere Linsen, man hat ja auch so Kuppeln gebaut, wo dann weniger Streulicht war, also damit konnte man doch schon auch deutlich besser beobachten. Man hat mit der Zeit dann auch zum Beispiel Nebel entdeckt, wo man erstmal nicht genau wusste, was ist das, sind das für Objekte, die waren halt so ausgedehnt. Und Hubble hat zum Beispiel das erste Mal entdeckt mit dem Teleskop, was man hier in der Mitte sieht, das ist das 200 Meter Hooker-Teleskop am Mount Wilson Observatory in Kalifornien. Das war auch sehr lange das größte Teleskop auf der Welt. Und damit hat Hubble entdeckt, dass zum Beispiel die Andromeda-Galaxie halt wirklich eine eigene Galaxie ist, also außerhalb der eigenen Galaxis ist. Und er hat auch beschrieben, wie die Ausdehnung des Universums funktioniert, im Sinne von, dass Objekte, die je weiter sie von uns weg sind, desto schneller bewegen die sich tatsächlich auch von uns weg. Das heißt, er hat richtig beschrieben, wie sich das Universum ausdehnt. Jetzt haben wir uns aber quasi sehr lange eigentlich nur mit optischer Astronomie beschäftigt. Und da ist aber auch noch mehr. Beim Vortrag von Victor wurde das gerade schon ein bisschen gesagt. Ja, also im optischen Bereich sind wir schon relativ begrenzt, aber es gibt noch viel mehr Licht, was wir beobachten können. Das fing so an, schon auch Ende des 19. Jahrhunderts, dass Heinrich Hertz elektrischen Dipol gebaut hat, mit dem man tatsächlich Radiostrahlen aussenden konnte und auch empfangen konnte. Das hat man dann auch schon eine ganze Zeit lang benutzt für Kommunikation, zum Beispiel über den Atlantik. Und man hat aber gemerkt, da kriegt man irgendwie so Störsignale rein. Ja? Also irgendwas hat da gestört und der Herr Jansky, den ich hier unten erwähne, der wurde damit beauftragt herauszufinden, woher diese Störsignale eigentlich kommen. Und er fand dann heraus, dass diese Objekte, also diese Störsignale tatsächlich aus dem Weltall kommen. Eigentlich revolutionär, das hat leider erstmal aber trotzdem in der astronomischen Gemeinschaft nicht so viele Leute interessiert. So, aber jetzt gehe ich noch erstmal hier zur Veranschaulichung, zeige ich nochmal das elektromagnetische Spektrum, das hat man auch eben schon mal gesehen. Man sieht halt einfach hier in der Mitte das kleine optische Spektrum, ja, da hat man nur diesen kleinen Teil, den wir tatsächlich mit den Augen sehen können, und die Radiowellen sind rechts davon. Das geht so von einem Millimeter bis auch Kilometer Wellenlängenbereich, also ein sehr großer Bereich, den man so unter Radiowellen zusammenfassen kann, zumindest für die Astronomie. Da ist man etwa so schon Faktor 1 Million von der Wellenlänge höher als bei der optischen Astronomie. Jetzt haben wir ja eben gelernt, dass quasi je länger die Wellenlänge ist, desto schlechter wird eigentlich meine Auflösung. Ja, ich habe ja, der Titel heißt auch mit Ultrazoom und Universum, das hat damit noch nicht so richtig viel zu tun. Die ersten Radioteleskope, die man gebaut hat, hier zum Beispiel das, was man links sieht, mit 9,5 Meter Durchmesser, das wurde auch schon in den 1930ern gebaut. Da kommt man bei einer Wellenlänge von 21 Zentimeter, eine relativ typische Radiowellenlänge. Das strahlt nämlich neutraler Wasserstoff, das heißt, das kommt relativ häufig vor. Und da bekommt man nur eine Auflösung von 1,5 Grad. Jetzt haben wir ja eben auch schon gesehen, dass der Mond irgendwie eine Ausdehnung von 0,5 Grad hat. Das heißt, wirklich gut auflösen kann man tatsächlich die Objekte damit nicht. Zu der Zeit hat man quasi im Radiobereich nur unsere eine Galaxie gesehen, die strahlt, und 1 oder 2 Objekte, die man davon unterscheiden konnte. Also wollten die Astronomen, vor allem die Radioastronomen, natürlich einfach mehr Auflösung bekommen. Wie kriegt man das erstmal hin? Ja, man baut natürlich noch ein bisschen größere Teleskope, wenn das technisch möglich war. Das sieht man hier auf der rechten Seite, das ist das Jodrell-Bank-Teleskop in England. Hatte dann schon einen Durchmesser von 76 Metern. Und da kriegt man halt auch schon bei derselben Wellenlänge eine Auflösung von 12 Bogenminuten hin. Prinzipiell immer schlechter, als das menschliche Auge im optischen Bereich gucken kann. Also muss da eigentlich noch ein bisschen mehr her. Und also hat man einfach noch größere Teleskope gebaut. Das wird dann technisch allerdings ein bisschen schwierig umzusetzen. Deswegen hat man hier wie zum Beispiel rechts schon 1963 das Arecibo-Teleskop in Puerto Rico gebaut. Das ist dann in so einen Talkessel eingelassen, weil so eine Metallstruktur da drum zu bauen ist sehr schwierig, wenn man will, dass dieses Teleskop auch noch so genau reflektieren kann, wie man das halt braucht, um gut beobachten zu können. Es gibt noch hier zum Beispiel ein Teleskop in Russland, das man in der Mitte sieht. Das hat noch so ein etwas interessanteres Design. Das sind einfach Spiegel außen, die die Strahlung in Empfänger in der Mitte reflektieren. Und relativ neu ist das FAST-Teleskop in China. Das hat ungefähr einen Durchmesser von 500 Metern.
Und wenn man sich diese Teleskope hier so anguckt und da das ausrechnet, dann bekommt man bei so einer Wellenlänge von 21 Zentimetern eine Auflösung von so ein paar Bogenminuten hin. Ja, man wird also schon ungefähr so gut wie das Auge im Radiobereich, wenn man jetzt sich vorstellt, dass man Radioaugen hätte. Dazu kann man auf so einem Teleskop auch noch super Bösewichte bekämpfen und die Welt retten, wie das James Bond zum Beispiel getan hat in GoldenEye. Das hat nämlich tatsächlich an dem Arecibo-Teleskop stattgefunden. Man hat natürlich auch Teleskope gebaut, die im Gegensatz zu denen, die ich gerade gezeigt habe, frei beweglich sind. Ein Teleskop, die ich eben gezeigt habe, sind tatsächlich nur in den Boden quasi eingebaut und die können dann nur einen kleinen Teil vom Himmel eigentlich sehen. Nämlich ein bestimmter Teil im Himmel, wo die dann durch die Erdrotation das sehen können. Es gibt aber auch frei bewegliche Teleskope, wie man hier sieht. Links ist das Effelsberg-Teleskop. Das ist hier ganz in der Nähe. Also wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, solltet ihr das auf jeden Fall auch mal besuchen. Es hat auch 100 Meter Durchmesser etwa und da hat man schon so eine Auflösung von 9 Bogenminuten bei 21 Zentimeter. Schlechter natürlich als die größeren Teleskope, aber dafür können diese Teleskope hier, wie auch zum Beispiel das Green Bank Teleskop rechts in den USA, den ganzen Himmel eigentlich beobachten, mit so ein bisschen Einschränkungen. Man kann nicht zum Beispiel über Effelsberg durch die Berge gucken natürlich. Das Green Bank Teleskop musste natürlich auch noch ein bisschen größer sein. Das ist dann so leicht elliptisch und hat dann 100 mal 110 Meter Durchmesser. Mit den Teleskopen kann man auch bei Millimeter-Wellenlängen beobachten. Das heißt, da kommt man tatsächlich einfach dadurch, dass man die Wellenlänge noch ein bisschen kürzer macht, noch ein bisschen besser von der Auflösung her. Also da kommt man schon im Bereich von Bogensekunden. Ja, wir erinnern uns an Bogensekunden, ist nochmal ein Sechzigstel von der Bogenminute. Das heißt, in dem Fall ist man auch schon besser als das Auge, aber immer noch nicht so gut wie die ganz frühen optischen Teleskope. So, die Radioastronomen haben da also erstmal schon einen ziemlichen Nachteil gegenüber der optischen Astronomie. Aber man kann sich ein physikalisches Prinzip zunutze machen, um tatsächlich doch noch ein bisschen detaillierter hinzugucken, um die Auflösung zu verbessern. Na? Ja? Jetzt hat es funktioniert. Und zwar ist das Prinzip der Interferometrie. Das klingt jetzt erstmal relativ kompliziert, aber ich erkläre jetzt, was das eigentlich bedeutet. Und zwar Licht ist wie einige andere Phänomene einfach ein Wellenphänomen. Das, was ich jetzt erkläre, das kann man theoretisch auch mit Schallwellen machen, das kann man auch mit Wasserwellen machen. Und zwar, wenn man zum Beispiel eine Welle auf ein Hindernis schickt und da ist einfach so eine kleine Öffnung drin. Die sollte nicht zu groß sein, weil die muss ungefähr so von der Größenordnung sein wie die Wellenlänge. Und dann sieht man, also ich hoffe, das kann man auf dem Bildschirm erkennen, sieht man, dass da so dass sich das nicht gleichmäßig verteilt. Da sieht man so Streifenmuster. Da sieht man so teilweise Stellen, wo mehr ist und dann teilweise auch, wo nicht viel ist. Und das kommt einfach dadurch, dass es eine Welle ist. Ja? Licht ist halt nicht nur ein Strahlenphänomen. Das kann man auf dem unteren Bild vielleicht noch ein bisschen besser erkennen. Das ist einfach zum Beispiel, wenn man einen Laser auf einen kleinen Spalt schickt, dann sieht man genau diese Art von Muster, wo er in der Mitte viel hat, dann sieht man wieder, daneben ist in Zeit nichts, also Minima in der Strahlung und dann sieht man wieder so Nebenmaxima nennt man das. Wie kommt das zustande? Also, da es ein Wellenphänomen ist, können die Wellen an unterschiedlichen Orten sich einfach überlagern. Ja? Interferenz bedeutet eigentlich nichts anderes als Überlagerung. Und wenn man jetzt auf der linken Seite guckt, dann sieht man, dass zwei Wellen, die an einem bestimmten Ort aufeinandertreffen, können zum Beispiel, man sagt, in Phase sein. Das heißt, die Maxima kommen einfach zur selben Zeit an und dann nennt man das konstruktive Interferenz. Das heißt, die Wellen überlagern sich maximal und es entsteht eine noch größere Welle. Also das bedeutet mehr Intensität. Das kann aber auch genau umgekehrt sein, wenn die Wellen außer Phase sind. Das bedeutet, dass immer wenn bei der einen Welle ein Maximum ist bei der anderen Minimum und dann kommt am Ende halt wieder nichts bei rum, wenn man das einfach addiert. Das kann man in der Praxis beobachten. Jeder hat wahrscheinlich schon mal so einen Ölfleck gesehen auf Wasser. Das ist tatsächlich auch ein Interferenzphänomen. Also was da passiert ist, dass die Strahlung reflektiert wird an der Grenzschicht zwischen Öl und Wasser und dann überlagern sich auch diese Wellen wieder miteinander. Dabei werden immer bestimmte Wellenlängen ausgelöscht, interferieren destruktiv und deswegen sieht man immer diese Streifen mit bestimmten Farben. Ja, so viel dazu, was man auch mal im Alltag beobachten kann. Aber
man kann das auch einfach praktisch für die Radioastronomie oder beziehungsweise allgemein für die Astronomie anwenden. Wenn man sich vorstellt, dass man jetzt einfach nicht mal nur ein Teleskop nimmt, sondern mal zwei und die gucken gleichzeitig auf ein Objekt, wie haben wir zum Beispiel diesen etwas übertriebenen Stern und der sendet jetzt Licht aus. Ja? Der sendet Lichtwellen aus und man sieht es jetzt, dass eigentlich schon rein geometrisch betrachtet kommt das Licht bei dem einen Teleskop ein bisschen früher an als bei dem anderen. Dadurch kann man, wenn man jetzt die Teleskope verbindet, sehen, dass diese beiden Wellen interferieren, also sich überlagern können. Und über die Informationen quasi, wie diese Wellen sich dann genau überlagern, können wir wieder genau Rückschlüsse darüber ziehen, wie die Quelle aussieht, ja, wie der Stern aussieht. Und zwar mit einer Auflösung, ja, mit Details, die wir beobachten können, die genauso sind, als hätten wir ein Teleskop gebaut, das den Durchmesser hat, wie der Abstand zwischen diesen beiden Teleskopen ist. Ja, das war eine relativ bahnbrechende Entdeckung, also oder Erkenntnis, die man hatte, wie man tatsächlich so Radioteleskope bauen kann, denn man ist halt leider durch die Technik ziemlich begrenzt. Nämlich, wenn man zum Beispiel ein optisches Teleskop von 5 Meter hat und dieselbe Auflösung mit einem Radioteleskop kriegen will, müsste man ein 43 Kilometer Radioteleskop bauen. Das ist nicht besonders ingenieurtechnisch nicht gut machbar, deswegen hat man sich überlegt, so könnte man tatsächlich dieselbe Auflösung bekommen, also dieselben Details erkennen, selbst in der Radioastronomie. Das hat man zuerst so erstmal mit 2 Antennen gemacht, dann mit 3 und die Abstände hat man auch mal ein bisschen vergrößert und bis man zu richtig leistungsstarken Interferometern kam. Da zeige ich jetzt hier mal 2 von. Das eine links sieht man, das ist das Very Large Array, also auf Deutsch das sehr große Array. Also die Astronomen sind wirklich sehr kreativ, was Namen angeht. Da ist auch das hier nicht das einzige Beispiel für. Und das ist in so einer Y-Form ausgerichtet. Und das Tolle an diesem Teleskop ist jetzt, dass das tatsächlich so ein bisschen funktioniert wie so ein Kamerazoom, den man auf der eigenen Kamera hat. Und zwar, wir hatten ja gesagt, je größer ein Teleskop ist, beziehungsweise gerade je größer der Abstand zwischen diesen Teleskopen ist, desto besser ist meine Auflösung. Ja, desto mehr Details kann ich auflösen. Das heißt, wenn ich, wie jetzt hier, die Teleskope, die kann man nämlich auf diesen Straßen da, die man hoffentlich auf dem Bild erkennen kann, rausbewegen. Und wenn ich also den Abstand zwischen diesen Teleskopen erhöhe, dann kann ich tatsächlich noch viel näher rangucken. Und jetzt um wieder mal ein bisschen mit Zahlen zu jonglieren, den Vergleich zu machen, wenn man so mit dem Very Large Array guckt, bei der kleinsten Wellenlänge, die da möglich ist, das ist auch wieder so ein Millimeterbereich, dann kriegt man eine Auflösung von bis zu 50 Millibogensekunden. Ja, Milli durch 1000, da gehen wir jetzt schon mal wieder nochmal quasi einen Faktor 100 bis einen Faktor 1000 näher ran. Und ich zeige später auch noch ein Bild, wo das klar wird, wie viel schöner das dann aussieht. Rechts ist ein Beispiel von einem anderen Array, das ist das Atacama Large Millimeter Array. Das ist in Chile in den Anden auf etwa 5000 Meter. Das ist ganz gut für Millimeterbeobachtung, weil da die Atmosphäre sonst auch ziemlich stört. Und da ist die halt dünner. Das funktioniert im Prinzip genauso. Da hat man aber bei einer bisschen kleineren Wellenlänge hat man da noch beobachtet. Und da kommt man noch ein bisschen weiter runter. Also das ist schon wenige Millibogensekunden. So, theoretisch könnte man jetzt natürlich denken, dass die Radioastronomen die optischen Astronomen da übertroffen haben in der Auflösung. Das ist natürlich auch nicht so, denn in der optischen Astronomie war man natürlich auch nicht untätig. Man hat sich auch überlegt, wie kann man denn jetzt quasi auch diesen Einfluss der Atmosphäre verringern oder quasi ganz weghaben. Eine Möglichkeit, auf die man schon relativ früh gekommen ist, die aber erst später technisch machbar war, ist zum Beispiel einfach das Teleskop in den Weltraum zu schicken. Jeder kennt wahrscheinlich das Hubble Space Teleskop, was ich hier zeige, das 1990 ins Weltall geschossen wurde und was seitdem sehr viel erreicht hat, wissenschaftlich. Jeder kennt zum Beispiel das Hubble Deep Field, wo einfach auf einem sehr kleinen Bereich am Himmel schon sehr, sehr viele Galaxien auch detailliert zu erkennen sind. Wenn man das jetzt auch nochmal sich in Zahlen überlegt, da hat das Hubble Space Teleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 2,5 Metern etwa, auch nehmen wir mal grünes Licht an, hat das eine Auflösung von auch wieder 50 Millibogensekunden. Also so hat man auch wieder so eine ähnliche Auflösung, wie man sie auch schon mit diesen großen radioastronomischen Interferometern bekommt. Das ist natürlich auch nicht die einzige Möglichkeit. Ja. Vom Boden aus kann man tatsächlich auch was machen. Leider oder auch Gott sei Dank können wir die Atmosphäre nicht entfernen, das wäre für uns ziemlich lebensfeindlich.
aber man kann hingehen und die Atmosphäre quasi herausrechnen. Ich hatte eben erzählt, dass diese atmosphärischen Schwankungen, also diese Luftströmungen, die da stattfinden, unsere Auflösung begrenzen. Und diese Vorgänge sind sehr schnell. Also das kann sich auf Skalen von Millisekunden ändern. Da braucht man natürlich eine Technik, die da mithalten kann. Was man also macht ist, wie zum Beispiel was auch in diesem Very Large Telescope gemacht wird, da sind wir wieder bei den kreativen Namen, ist also sozusagen adaptive Optik. Und zwar hat man einfach einen Spiegel, der genau diese atmosphärischen Schwankungen, ja, auf dem rechten Bild erkennt man das so ein bisschen, das steht da leider auf Englisch, bedeutet quasi, dass es so eine deformierte Wellenfront ist, ja, Licht als Welle kommt da an, hat diese atmosphärischen Schwankungen damit drin und dann kommt der Spiegel und kann sich auch genauso schnell anpassen, wie diese Schwankungen stattfinden. Also der hat da so kleine Elemente, die sich verändern können, dadurch kann man die Oberfläche genau anpassen, dass man diese Sachen korrigieren kann. Wenn man das jetzt zum Beispiel bei einem Referenzobjekt macht, also ein sehr heller Stern zum Beispiel, dann kann man diesen Spiegel genau ausrichten und dann kann man das Objekt, was man sich eigentlich angucken will, sehr genau beobachten. Das geht dann auch wieder auf 50 Millibogensekunden etwa runter. Schon so gut wie das Hubble Space Teleskop halt auch im Weltraum ist. Wer sich wundert, warum diese Strahlen hier an einem Teleskop sind, also es passiert relativ häufig, dass man nicht so einen hellen Referenzstern hat und dann baut man sich einfach einen künstlichen Stern. Dann schießt man nämlich einfach so einen Laserstrahl in die Atmosphäre, das wird dann da reflektiert und dann hat man seinen Referenzstern. Das kann man noch ein bisschen weiter treiben. Und zwar ist das Very Large Telescope nicht nur ein Teleskop, das sind tatsächlich mehrere, also 4 Stück hier. Und auch da kann man die Strahlung wieder kombinieren. Ja? Man kann die Wellen überlagern und dadurch kriegt man einfach noch eine bessere Auflösung. Da kommt man jetzt schon auf eine Auflösung wieder von 1 Millibogensekunde. Um das nochmal so in Perspektive zu setzen zu unserem ein bisschen begrenzten Auge. Das Auge hatte so eine Auflösung von einer Bogenminute. Also nochmal durch 60, nochmal durch 1000, da ist man quasi schon ein Faktor 60.000 Mal besser. So viel mehr Detail kann man quasi dann jetzt mit so einem Interferometer auflösen und erkennen. Das ist aber immer noch nicht die größte Auflösung, ja, der genaueste Zoom, den wir kriegen können in der Astronomie. Und zwar ist das tatsächlich im Moment, liegt das an den Radioastronomen, die eigentlich immer die schlechteste Auflösung von allen hatten. Aber man hat sich halt an einem gewissen Punkt einfach überlegt, gut, wenn ich jetzt so ein Interferometer auf so ein paar Kilometer bauen kann, warum kann ich dann nicht einfach auch Teleskope auf mehreren Kontinenten benutzen? Ja, die sind ja auch schon mal da. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil man kann die nicht einfach mit Kabeln verbinden. Was man also macht, ist, die Daten auf den Teleskopen aufzuzeichnen und dann werden die später zu einem Supercomputer gebracht und der rechnet dann quasi diese Interferenz aus zwischen diesen Teleskopen. Hier sieht man mal auf dem Bild, wie viele Teleskope an sowas eigentlich beteiligt sind. Also es sind schon eine Menge. Und je weiter die auseinander sind, desto besser ist halt auch unsere Auflösung. Ja? Desto mehr Details können wir sehen. Und im Prinzip ist das nur limitiert auf den Durchmesser der Erde. Prinzipiell können wir ein Teleskop bauen, was die Auflösung hat von einem Teleskop, was so groß ist wie die ganze Erde. Und da kommen wir schon echt nah mit dran. Wenn wir mal auch wieder eine Wellenlänge von 3 Millimetern, dann kommen wir zum Beispiel auf eine Auflösung von 45 Mikrobogensekunden. Das ist nochmal ein Faktor 1000 besser, einfach weil wir die Teleskope so weit auseinander haben. Das kann man jetzt aber, wenn man sagt, die Welt ist einem nicht genug, kann man noch weiter gehen. Was man nämlich auch gemacht hat, ist einfach wie auch ein Teleskop ins Weltall schießen, wie jetzt zum Beispiel das Spectre-Weltraumteleskop mit 10 Meter Spiegel. Und das hat einen Abstand von der Erde, also maximalen Abstand, von etwa 300.000 Kilometern. Das ist von fast der Abstand Erde-Mond und genau so ein großes Teleskop kann man damit quasi auch künstlich herstellen und mit dieser Auflösung kann man dann gucken. Da kommt man dann schon wieder noch ein ganzes Stück weiter runter, also hier etwa so ein Faktor 2, da kommt man auf 21 Mikrobogensekunden. Das ist bisher so die beste Auflösung, die wir mit solchen Teleskop bekommen haben. Und das bisher ambitionierteste, Moment, hier kommt noch was anderes. Ich habe nämlich hier auch noch mal kurz ein bisschen was an Bildern dabei, weil es heißt ja auch mal, dass Astronomen vor allem schöne Bilder machen können. Also zeige ich nur mal kurz, was man eigentlich mit diesen Teleskopen machen kann, wie das dann aussieht.
Eine von den ersten Objekten, die man schon ganz früh entdeckt hat eigentlich in der Radioastronomie, ist das extragalaktische Objekt Cygnus A. Das ist eine Radiogalaxie, die ist auch wirklich sehr hell. Und ganz am Anfang konnte man da nicht so viel erkennen. Später mit den ersten Interferometern, die recht klein waren, konnte man hier zum Beispiel, wie man auf dem linken Bild sieht, schon mal so eine Doppelstruktur erkennen. Ja, das hätte man ohne so eine Auflösung nicht sehen können. Jetzt kann man aber noch näher rangehen. Auf dem rechten Bild sehen wir so einen Vergleich. Da haben wir erstmal das Very Large Array, das oberste Bild aufgenommen hat. Da sehen wir schon wieder ziemlich viel Struktur in diesen, man nennt sie Hotspots, diese äußeren Objekte. In der Mitte sieht man aber zum Beispiel auch so ein ganz, ganz kleines helles Objekt. Und das ist eigentlich so eine Art Objekt, wie Victor eben erzählt hat. Nämlich da geht man auch davon aus, dass da ein supermassives schwarzes Loch sitzt, wo Masse angezogen wird und das strahlt halt wirklich sehr, sehr stark ab. Das ist aber wirklich sehr klein. Und da können wir eigentlich wirklich nur hingucken, wenn wir diese Technik benutzen, über die ich eben erzählt habe. Man nennt das Very Long Baseline Interferometry. Das eigentlich nur bedeutet, dass man Interferometrie betreibt mit sehr großen Abständen zwischen den Teleskopen. Die Skalen, die man sich hier anguckt, ist ganz oben auf dem Very Large Array Bild sind das noch so 35.000 Lichtjahre, so eine typische Skala. Wenn man jetzt diese Technik benutzt, dann kommt man allerdings viel, viel näher ran. Dieser ganz kleine Punkt, den wir da sehen, der wird tatsächlich aufgelöst und man kann tatsächlich hier auf dem rechten Bild, wenn man weiter runter geht, immer mehr Details erkennen. Da sieht man, dass das nicht eigentlich nur ein Punkt ist, sondern dass sich tatsächlich so sogenannte Jets davon ausbreiten. Und wenn man diese Bilder analysiert, dann kann man wirklich auch sehr viel herausfinden über diese Art von Objekten. Und das ist auch meine Aufgabe als Doktorand in meiner Forschungsgruppe. Jetzt nochmal als kurzer Ausblick. Das bisher ambitionierteste Projekt, was man in der Technologie machen will, ist das sogenannte Event Horizon Teleskop. Wer da schon mal gehört hat, das hat sich zur Aufgabe gemacht, mit noch ein bisschen kleineren Wellenlängen zu arbeiten und wirklich auch die größten, besten Abstände zwischen den Teleskopen und auch die empfindlichsten Teleskope zu benutzen, um tatsächlich das Bild eines schwarzen Loches hinzukriegen. Ja, also schwarze Löcher sind wirklich sehr klein und genau das Zentrum zu sehen und auch diesen Schatten vom schwarzen Loch zu sehen, ist die Aufgabe von diesem Projekt. Aber da solltet ihr auf jeden Fall nächsten Monat nochmal wiederkommen zum Vortrag von Professor Ross, der nämlich genau darüber sprechen wird. Dankeschön.